Rollo Haynes, owner, proprietor. Sure you want to do this? This place ain't for the faint-hearted. Sure I can handle it. Not everyone can. What is all this stuff? Authentic criminological artifacts. If it did something bad, chances are it's in here. There's a sad, sick story behind most everything here. Just like our main attraction. So what do you say? You can inflict pain on yourself, but not terror. Truly heartwarming. How long can happiness realistically last, anyhow? Show 'em how you never let 'em go. Show 'em how you never say no. Wir sind Johannes und das ist Disversiv. Wir knüpfen uns heute den letzten Trailer zur kurz bevorstehenden Staffel von Black Mirror vor, und zwar Black Museum. Black Museum. Ja, wir sehen Rollo Haynes Black Museum, eine Art Museum mit lauter Fundstücken von grausamen Verbrechen. Wir haben da Innenausstattung, Tatwaffen und so weiter. Und wir sehen eine junge Frau, die da offensichtlich anfangen will zu arbeiten, der auch erzählt wird, dass das nichts Leichtes ist für die Psyche. Es wird angedeutet von dem exzentrischen Besitzer und Leiter dieses Museums, dass es noch eine Hauptattraktion gibt, die man nicht direkt sieht, aber es wird angedeutet, dass es sich um eine Art Videoraum handelt, in dem man selber Bildmaterial dieser Straftaten, dieser Verbrechen sehen kann und wahrscheinlich auch miterleben kann. Jetzt mal zu deuten aus den Bildern der Person, die da schockiert in ihrem Stuhl liegen und mit der Hand über einem Smiley-Button schweben, was auch immer der zu sagen hat. Das ist ein lächelnder Smiley. Es werden sehr viele dieser Sequenzen von vergangenen Straftaten eingeblendet in den Trailer. Daraus schließe ich, dass die wirklich eine sehr entscheidende Rolle spielen werden. Ich glaube nicht, dass es um das Drumherum ums Museum groß geht, sondern viel der Handlung wird im Museum und insbesondere in diesem Videoraum, in diesen Simulationen spielen. Wir sehen auch andere Personen, die ebenfalls sich die Simulation angucken. Daher schließe ich mal, das ist zusammen mit der Tatsache, dass wirklich der Name dieses Besitzers, Rollo Haynes, sehr doll hervorgehoben wird, dass es ein bisschen auch in seine persönliche Lebensgeschichte geht. Tja, also es handelt sich um anscheinend sehr grausame Gewaltverbrechen. Rollo Haynes, der Besitzer, sagt einmal auch, man kann sich selber Schmerzen zufügen, aber keine Todesangst. Das heißt, ich glaube, er bietet diesem Museum ein Erlebnis an, das es so sonst nicht gibt. Vielleicht versetzt er die Leute in eine Art Traumzustand, in der sie glauben, Opfer oder Täter in einem Verbrechen zu werden. Ja. Ist vielleicht ein besonderes Erlebnis. Es ist natürlich eine Folge von Black Mirror. Es kann also nicht so ganz gut enden. Möglicherweise werden die Leute durch dieses Erlebnis geschädigt, in irgendeiner Weise auch abhängig vielleicht von einem Adrenalinkick. Ja. Rollo Haynes sagt einmal, wie lange kann Glück realistisch überhaupt andauern? Vielleicht schadet er den Leuten damit, das ist ihm aber egal. Ich würde dir zustimmen darin, dass diese Person, dieser Inhaber des Museums, sehr seltsam rüberkommt in dem Trailer. Also ich schieße jetzt einfach mal ans Blaue und sage, der ist ein Serienkiller. Wie komme ich darauf? Wir sehen diese ganzen Sequenzen, dieses Videomaterial, da bleibt natürlich die Frage, wo kommt das überhaupt her? Ich meine, da läuft jetzt normalerweise keine Kamera dabei bei solchen Taten. Ich glaube auch nicht, dass es nachgestellt ist, sondern es sieht wirklich so aus, als wäre das aus der Sicht von jemandem, der das Ganze miterlebt hat. Daher könnten das vielleicht entweder seine persönlichen Erinnerungen sein, weil er diese Taten alle begangen hat. Wäre auf jeden Fall ein interessantes Szenario, erklärt, warum sein Name so prominent platziert ist. Oder er hat es irgendwie gewaltsam von den Tätern bekommen, vielleicht mit einer Technologie, mit der man das aus dem Gehirn extrahieren kann. Du meinst, er hat sich seine eigenen Artefakte für das Museum selbst geschaffen? Das wäre eine interessante Idee zumindest. Ja. Also man könnte sagen, vielleicht ist er ein ziemlich gestörter Psychopath, der nicht nur Menschen umbringt, sondern anschließend anderen noch diese Taten zeigt und dabei irgendwie das irgendwie braucht. Dann wäre ja die Moral oder die Frage der Folge wäre, wenn wir Gefallen daran finden, uns an realen
ja, Bluttaten zu ergötzen, dann artet es vielleicht darin aus, dass wir schon fast wollen, dass sowas passiert. Also auch wieder diese Sensationsgeilheit, Entertainment vor allem anderen. Ist eine mögliche Interpretation. Passt auf jeden Fall in Charlie Brookers Aussage von Technologie als Droge, ja. Ja, wir können also, man sieht das ja heute schon, bei irgendwelchen Unfällen an der Autobahn stehen alle da und gaffen. Die Feuerwehr haben auch mittlerweile Schutzschilde dagegen. Ja. Also das Ganze hier so überspitzt dargestellt jetzt wirklich darum geht, dass die Leute Verbrechen aus erster Hand miterleben wollen und sich sozusagen darüber freuen, dass es neue Verbrechen gibt. Er sagt ja auch diesen Spruch über das Glück, der schon ziemlich abwertend wirkt. Das heißt, man könnte daraus deuten, dass er davon nicht viel hält, sondern dass er so traurige, schlimme Erinnerungen in Todesangst für das Wahre hält, für das Wahre am Leben hält. Das Unterhaltung statt Glück, vielleicht. Unterhaltung. Ja, eine Form von Unterhaltung, eine Form von Adrenalin, vielleicht aber auch eine Form von Leid. Ja, das ist ja auch eine Form von Unterhaltung dann. Das Leid wird quasi zur Unterhaltung. Ja. Also meiner Meinung nach haben wir es hier einfach mit einem kranken Psychopathen zu tun. Weil in deiner Ansicht, das ist, glaube ich, ein bisschen gemäßigter. Ja, nee, ich bin mir dann noch nicht so sicher, aber... Mehr so eine psychische Sache? Wie siehst du das? Vielleicht... Ja, genau. Ich glaube, dass es eher darum geht, dass es normale Menschen sind, die durch gewisse technologische Möglichkeiten sich auf eine ungute Weise verändern, ja. Das wäre für mich eher im Black Mirror-Stil als einfach nur ein Psychopath. Und was ist in euren Augen im Black Mirror-Stil? Schreibt es in die Kommentare.